Sie möchten Ihren Körper trainieren, zu Hause, ohne extra Equipment, nur mit dem eigenen Körpergewicht. Sie wollen Erfolge sehen und Ihre Muskeln mal wieder spüren. Dann sind Sie hier genau richtig. Hallo, ich bin Lars Positivdenker, Ihr Fitnesstrainer für langsames Eigenkörpergewichttraining und Berater für Ernährung und Gesundheit, damit ich Sie auf Ihrem Weg Richtung Wohlfühlkörper möglichst gut unterstützen kann. Abonnieren Sie den Kanal, dann haben Sie eine gute Chance, Ihrem Ziel schon bald ein bisschen näher zu sein. Heute trainiere ich meine Brustmuskeln. Ich werde jeweils 20 langsame Wiederholungen machen. Das ist sehr anstrengend und sehr wirksam. Viel Spaß, los geht's. Jetzt trainiere ich meine Brustmuskeln. Dafür gehe ich in den Vierfüßlerstand. Oberschenkel zeigen senkrecht nach unten. Die Arme zeigen senkrecht nach unten. In dieser Position, also die Arme die Hände sind ungefähr schulterbreit auseinander, und aus dieser Position lasse ich mich gleich nach vorne hinabgleiten und drücke mich wieder hoch. Jetzt habe ich auf meine Hände, auf meine Arme, auf meine Beine Acht gegeben, und zusätzlich kommt jetzt noch die Haltung des Beckens dazu. Also ich gehe nicht so in diese Position rein, also nicht so mit einem Hohlkreuz, sondern ich drehe mein Becken ein, sodass ich auf keinen Fall im Hohlkreuz dabei bin. Und dann gehe ich nach vorne, runter, mit der Nase auf den Boden oder mit der Stirn auf den Boden. Und das Einzige, was sich jetzt hierbei bewegt, sind meine Arme. Der Rest des Körpers bleibt auch durch das Eindrehen des Beckens und durch die Konzentration darauf auf jeden Fall stark. So, jetzt habe ich 2 Wiederholungen von 20. Es fehlen also noch 18. Weiter geht's. Drei. 4. Die Wiederholung schön langsam machen. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
13. Und ja, diese Trainingseinheit geht auch auf die Trizeps und auch auf die Schultern, aber eben auch und viel auf die Brustmuskeln. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Super. Jetzt trainiere ich meine Brustmuskeln und dafür lege ich mich auf eine Matte. Lege meine Hände weit nach vorne, aber erstmal locker weit nach vorne. Suche mir mit den Händen, mit den Fingern auf dem Boden einen guten Halt. Und dann drücke ich meinen Oberkörper nach oben. Dann lasse ich ihn langsam wieder runter und dann drücke ich ihn wieder nach oben. Das waren jetzt 2 von 20 Wiederholungen. Es geht weiter. 3. Und Sie können auch das Becken dabei wieder ein wenig eindrehen. Dann haben Sie im unteren Rücken mehr Halt. 4. 5. 6. 7. 8. Ich drehe immer kurz, bevor ich mich nach oben drücke, mit dem Becken ein, damit ich das auch nicht vergesse. 9. 10. 11. Und mein Oberkörper und
auch fast meinen Bauch berühren nicht mehr meinen Boden, die Matte. 12. Und ja, diese Trainingseinheit geht auch auf die Trizeps, aber eben auch und stark auf die Brustmuskulatur. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Super. Jetzt trainiere ich meine Brustmuskulatur. Ich nehme mir dafür eine Matte, lege mich auf den Bauch, winkel meine Arme 90 Grad vom Körper ab. Den Unterarm winkel ich 45 Grad vom Oberarm ab. Suche mir mit der Hand auf dem Boden einen guten Grip. Mache das auf beiden Seiten. Und bevor es da gleich losgeht, noch eine Ergänzung zu dem Unterkörper. Diesmal nehme ich meine Knie als Drehpunkt und dann drehe ich mein Becken ein, sodass ich nicht im Hohlkreuz bin und mein ganzer Körper bis auf die Arme sind dann starr und ich drücke mich in dieser Position und ich drücke mich dann nach oben. Erstmal drehe ich jetzt mal mein Becken ein. Dann nehme ich die Position hier nochmal konkreter ein, also mit meinen Händen, meinen Armen. Dann drücke ich mich in dieser Position nach oben und lasse mich wieder nach unten gleiten. Wichtig dabei ist, dass ich mit Konzentration auf meinen unteren Rücken, auf mein Becken, mit dem Oberkörper wirklich starr bleibe, dass ich das Becken schön eindrehe, mich dann langsam hochdrücke, den Drehpunkt auf den Knien habe und dann wieder ablasse. Ich kann mich ruhig immer ganz wieder ablassen, das ist alles okay. Das ist die kleinste Pause zwischendurch und dann wieder auf mein Becken achten und dann drücke ich mich wieder nach oben. Bin ich bei 3. Mache weiter mit 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boah. Super. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Denken Sie daran, gönnen Sie Ihren Brustmuskeln jetzt 2 Tage Ruhepause, also Trainingspause, damit sie sich erholen und sich an neue und vielleicht auch stärkere Belastungen anpassen können. Und natürlich schreiben Sie Ihre Erfahrungen mit meinen Trainingsvideos unten in die Kommentare. Ich bin wie immer sehr gespannt darauf. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Lars Positivdenker.